Hallo und willkommen zur Reparaturserie einer Honda CBF 1000. Die Maschine wurde mir von einem Bekannten zur Verfügung gestellt und weist diverse Mängel auf. In dem Video werden wir einmal den Kettensatz wechseln, mitsamt dem Kettenblatt vorne und dem Kettenblatt hinten. Zu Beginn löse ich die Kette, indem ich ein Kettenglied durch die Kette durchschiebe. Wenn ein Kettenglied geöffnet ist, kann die Kette auch herausgezogen werden. Zum Kettenspanner sage ich später noch etwas. Es folgt das Lösen des Hinterreifens. Als erstes öffnet man die Hinterachsmutter und löst dann die Spannschrauben nacheinander. Müsst ihr wie hier an der Achse etwas nachhämmern, weil alles angegammelt ist, solltet ihr einen Kunststoff- oder Gummihammer verwenden. Nie einen Metallhammer, da ihr das Gewinde sehr leicht beschädigt. Wenn das Kettenblatt wie hier im Ruckdämpfer noch so fest sitzt, dass man es mit Gewalt rausziehen muss, kann man sich sicher sein, dass die Ruckdämpfer noch in Ordnung sind. Da der Räderwechsel bereits in einem Video von der ZX10 sowohl hinten wie auch vorne gezeigt wurde, mache ich das heute mal wie Sam Pilgrim mit einem Trick 17. Einfach den Reifen mit Schwung drauf und schon sitzt der wunderbar. Eigentlich war der alte gar nicht so schlecht. Jetzt kann auch das hintere Kettenrad wieder aufgesetzt werden, da sich die Schrauben ansonsten nur sehr schwer lösen lassen. Zum Lösen und leichten Anschrauben verwende ich einen Schlagschrauber. Die Schrauben für den hinteren Kettenblatt sind immer mit Schraubensicherung gesichert. Diese sollte auch wieder verwendet werden vor dem Anziehen der Schrauben. Erstmal das neue Kettenrad auspacken und abgleichen, ob es auch die gleiche Größe besitzt, die gleiche Zahnzahl wie das alte. Nicht, dass vorher schon mal die Übersetzung geändert wurde. Das Anziehen mache ich hier mit dem Schlagschrauber nur bis ich Widerstand habe. Das Festziehen selbst mache ich mit einem Drehmomentschlüssel. Weiter geht's zur nächsten Baustelle. Wir öffnen vorne am Kettenraddeckel den Kupplungsgeberzylinder. Der wollte allerdings auch nicht freiwillig raus, obwohl ich mit einem Hammer leicht in alle Richtungen geklopft habe. Also erstmal den Kettenraddeckel und die Schaltung lösen und nachschauen, ob er später mit abgeht. Bei dem Schaltgestänge sieht man oben, bei dem Motorrad zumindest sogar noch herstellerseitig, eine Trennung innen und außen, damit man immer den gleichen Punkt erwischt. Sollte diese nicht vorhanden sein, macht euch eine Markierung, das erspart danach suchen oder probieren. So, mit etwas Gewackel ging dann der Geberzylinder ab und der Rest dann natürlich auch relativ einfach. Den vorderen Kettenraddeckel sollte man auch immer sauber machen. Wie hier zu sehen, erstmal mit einem großen Schraubenzieher den groben Schmutz rausgeholt, später noch mit Öl das Innere vom Kettenraddeckel sauber gemacht. Jetzt vorne ebenfalls das Zahnrad abgleichen.
Zum Lösen einfach ein beliebiges Stück Holz ins Kettenzahnrad einhängen. Schlagschraube eine sehr einfache Sache. Allerdings habe ich dann danach auch Kohle, wie extrem verrostet das Rad unten drunter ist. Nach etwas sauber machen und einmal mit Bootsfett einschmieren, damit es nicht mehr so gammelt, das neue aufsetzen und anschrauben. Das Kontern ist natürlich nicht unbedingt einfach, ohne Kette, ohne alles, funktioniert aber. Vom Montieren der Kette wird die alte Kette erstmal ausgelegt, die neue ausgepackt und die Länge auch abgeglichen. Nachdem das sichergestellt ist, baue ich jetzt erstmal das Kettennietgerät um. Ist ein bekanntes von einem deutschen Hersteller, was man auch im Motorradzubehörhandel öfters findet. Erstmal das Kettenglied einsetzen mit Dichtringen. Dann auf der anderen Seite Dichtringe drauf, die Lasche drauf und dieser Spannamboss mit aufsetzen für den Kettennieter. Dieser hält dann die Lasche in Position und sorgt dafür, dass der Druck beim Anziehen gleichmäßig verteilt wird. Sieht man später noch im Video. Natürlich auch den richtigen Nietkopf verwenden. Je nachdem ob Hohlniet oder Vollniet werden unterschiedliche benötigt. Dieser hier spreizt die Hohlniete einfach etwas auf beim Anschrauben. Wie eben in der Theorie gesehen, jetzt nochmal praktisch im Versuch. Das heißt mittig aufsetzen und den Amboss nachspannen, um die Lasche aufzupressen auf das Kettenglied. Beim Kettennietgerät ist das ähnlich wie bei Federspannern oder ähnlichem. Nie mit Schlagschraubern arbeiten, da die Feingewinde ansonsten sehr leicht reißen. Durch die Flucht in der Kette sieht man relativ gut, ob die Lasche weit genug aufgepresst wurde. Kann man aber auch mit einem Messschieber einfach nachmessen, ob die gleich weit vom Abstand sind. Jetzt erfolgt das Aufpilzen von der Hohlniete. Diese muss keinen 45 Grad Winkel haben, wenn sie aufgeht. Wenn ich nach der Anleitung gehe, reichen hier 0,25 mm, damit die Lasche sich nicht mehr lösen kann bzw. sich nicht mehr über das Kettenglied stülpen kann. Allerdings habe auch ich es etwas weiter angezogen. So, wenn die Kette drauf ist, das Rad wieder drin ist die Achse noch locker, die Spannschrauben werden angezogen. Unten an der Kette sieht man beim Anziehen der Spannschrauben schon, dass die sich anhebt.
Man sollte die Schrauben rechts und links an der Schwinge immer gleich anziehen. So gewährleistet man, dass das Rad in der Flucht gerade ist zur Fahrtrichtung. Wenn das versetzt ist, fährt es sich bei höheren Geschwindigkeiten sehr unschön, kann auch dann zu Unfällen führen. Wenn die Kette eine gewisse Vorspannung hat, sucht ihr euch erstmal den Punkt, wo die Kette am wenigsten Durchhang hat und am straffsten ist, und nehmt diesen zum Spannen. Dies stellt ihr jetzt mit den Spannschrauben rechts und links ein, könnt dazu einen Messschieber benutzen, vom Ende der Schwinge bis zu einer bestimmten Markierung auf beiden Seiten und diese immer abgleichen auf den Zehntel Millimeter, dann sollte auch das Rad in der Flucht sein. Hier blieb leider die Kamera hängen. Für das Ausrichten der Kette gibt es alternativ auch noch sogenannte Chain Aligner, Kettenlaser oder wie man sie auch immer bezeichnet. Diese setzt ihr aufs Kettenblatt oder teilweise auf die Kette auf und zeigen euch dann wie ein Peillaser auf der Kette in der Länge einen Strich, den ihr benutzen könnt, um das Hinterrad in der Flucht selbst auszurichten. Je gerader und exakter die Kette ausgerichtet ist, umso weniger Verschleiß gibt es bei den Kettenrädern und auch bei der Kette. Das war's dann auch schon mit diesem Teil. Schaut demnächst wieder rein bei einem der anderen. Bis dahin gehabt euch wohl und danke fürs Zuschauen.